Hallo, willkommen bei Spelsberg. Mein Name ist Chris und das ist Steffen. Hallo auch von meiner Seite. Wir stellen euch heute die U71 Bewährungsdose vor. Und um das ein bisschen detaillierter zu machen, haben wir einen Experten uns eingeladen, das ist der Olaf. Olaf, kommst du mal eben? Hallo Kollegen. Hallo. Ich habe euch hier für euer Workshop-Video einfach mal das Musterpaket zu der U71 Bewährungsdose mitgebracht und ich denke, wir schauen da erstmal rein. Okay. Das ist die U71 Bewährungsdose. Ja, und jetzt haben wir ein Muster aufgebaut mit Bewährungskorb, Schalung und Gegenschalungsseite. Und hier dran wird der Olaf uns und euch erklären, wie die Verwendung und die Funktionsweise unserer Bewährungsdose ist. Danke ihr beiden. Schauen wir uns zunächst das Schalungssystem im Ort Beton an. Wir haben die sogenannte Arbeitsschalung, die zuerst errichtet wird. Das ist die hintere Seite. Dann wird im Anschluss der Bewährungskorb installiert auf der Baustelle und dann kommt die Gegenschalung, bevor dann der Ortbeton von oben reingeschüttet wird. Wenn wir auf der Arbeitsschalung arbeiten, werden unsere Dosen üblicherweise auf die Schalung genagelt. Wenn wir aber jetzt auf der Gegenschalung entsprechend auch eine Dose installieren wollen, da kommt unsere Bewährungsdose ins Spiel. Gerne zeige ich euch jetzt schon mal, wie das patentierte Bewährungsadaptersystem von Spelsberg funktioniert. Die Dose wird an der entsprechenden Stelle in die Bewährung auf Seite der Gegenschalung reingebracht und durch unseren patentierten Flügel gleicht dieser letztendlich den Abstand der Bewährung zur Gegenschalung aus. Ja, dann starten wir mal mit der Installation und als erstes nehmen wir klassischerweise unsere Spelsberg Lochzange und öffnen mal ein Loch M25. Als nächstes nimmt man den Spelsberg Weitedorn. Ich bringe so ein bisschen Flexibilität in das Material, um hinterher das Rohr leichter einfüllen zu können. Und das Schöne ist, das Material ist so flexibel, dass sich auch wieder zurückzieht. Das Loch ist drin, geweitet habe ich. Jetzt kommt noch der klassische grüne Spelsbergdeckel drauf. Wichtig, grün ist immer hinten bei unseren Ortbetondosen. Jetzt geht es ums Einsetzen und Fixieren der Bewährungsdose. Ja, zum Ausrichten haben wir uns einen Laser besorgt. Chris wird jetzt die Dose einsetzen, richtet jetzt an dem Laserpunkt aus. Und die Flügel werden vierfach befestigt mit Rödeldraht. So, was haben wir gemacht? Dose eingesetzt, flexible Flügel, vierfach befestigt und egal in welche Position man sie drückt, sie bleibt immer in der gleichen Höhe und Breite. Genau so ist es. Als nächstes wollen wir das Rohr einsetzen und wie man sehen kann, ist hier etwas von dem Bewährungsgitter im Weg. Das müssen wir uns freischneiden. Dazu machen wir dann jetzt einen Bewährungsschnitt. Der Bewährungsschnitt ist erforderlich, damit das Rohr anschließend nicht von der Bewährung und von der Schalung zerdrückt wird. Zusätzlich wird das Rohr oben an der Bewährung noch verrödelt. Dann schauen wir uns noch mal an, was passiert, wenn unsere Gegenschalung geschlossen wird. Unsere Bewährungsdose passt sich nun den Gegebenheiten an und somit haben wir die Möglichkeit, einen Bewährungsabstand spielfrei von 20 bis 60 mm auszugleichen. Das schafft sonst kein anderes System auf dem Markt. So, nun nach der Montage. Welche weiteren Features hat die Bewährungsdose denn? Selbstverständlich haben wir darauf geachtet, dass unsere Bewährungsdose ausreichend Abstand hat, sodass es auch normativ mit einer Türzage hinhaut.
Weil oft hat man ja Steckdosen oder auch Lichtschalter quasi im Türenbereich, direkt neben der Tür. Von Spelzberg-Produkten kennt man es, dass sie flexibel sind, erweiterbar sind. Wie sieht es denn hier aus? Wir können natürlich hier auch, wie gewohnt, bei der U71-Serie zum Beispiel erweiterten Bauraum schaffen, wenn er benötigt wird. Oder wir können auch einen anderen Deckel hinten nutzen. Zum Beispiel der Kuppeltrichter lässt sich hier auch einsetzen. Olaf, jetzt habe ich aber den Fall, ich habe mehrfach Steckdosen, die übereinander müssen. Wie sieht es da aus? Auch dafür haben wir gesorgt. Dank unserer patentierten Kombinocken lassen sich kinderleicht Mehrfachkombinationen herstellen. Nach dem Ausschalen sieht unsere Bewährungsdose folgendermaßen aus. Das Frontteil wird nun einfach mit einem gezielten Hammerschlag ausgeschlagen und unsere Installationsleitung kann eingezogen werden. Okay, unsere U71 Bewährungsdose ist nun aufgeschlagen, Leitung ist eingeführt und jetzt wollen wir einmal zum Abschluss zeigen, wie ein elektrischer Einbau aussehen könnte. Auch sehr gut zu sehen, Sichtbeton ist absolut machbar und dann fangen wir mal an zu installieren. Und so sieht dann die fertig installierte Steckdose aus. Olaf, vielen Dank für deine Unterstützung. Das hat uns sehr gut getan. Ich hoffe, wir konnten euch auch überzeugen von den Vorteilen dieser Bewährungsdose. Wenn das so ist, könnt ihr euch euer Musterset gerne bei uns auf der Internetseite bestellen. Den Link dazu findet ihr in der Infobox. Wie wäre es mit Erweiterbarkeit? Der erste gibt schon. Alter! Ehrlich! Hey, seid bereit? Bitte. Ach, sorry. Nein. Was hast du getan? Okay.